Und die Diskussion über Energiesicherheit, die sorgt in einigen Branchen momentan für ungeahnt hohe Nachfrage. Ofen- und Kaminbauer zum Beispiel, die können sich derzeit kaum retten vor Aufträgen. Wer jetzt noch für den Winter einen Kamin benötigt, um so vielleicht die Heizkosten zu senken, der braucht wohl ein bisschen Glück. Die Angst vor einem möglichen Gasstopp. Ofenbaumeister Julian Stern bekommt sie jeden Tag zu spüren. Die Platten müssen wir heute noch ausliefern, halbe Stunde? Halbe Stunde, 20 Minuten. Super. 6 Mitarbeiter hat er und zu viele Anfragen. In der Hochphase der Corona-Pandemie wollten seine Kunden eher Kaminromantik, nun Holzöfen, die im Notfall die Wohnung wärmen. Elbkamine Hamburg, Stern, guten Tag. Das macht im Moment nicht wirklich mehr Spaß, weil man einfach täglich 16 Stunden arbeitet, eigentlich nur zum Schlafen und Essen zu Hause ist und trotzdem aber das bei Weitem nicht bearbeitet bekommt. Hinzu kommt, wichtiges Baumaterial fehlt ihm und auch Ofenhersteller, die ihn beliefern, haben Engpässe. Denn deutschlandweit sind Holzöfen gefragt wie nie. Und Umweltschutzorganisationen wie der BUND sorgen sich, Holz im großen Stil zu verbrennen sei schlecht für die Umwelt, die Rußbelastung hoch. Julian Sterns Firma hat keine festen Öffnungszeiten. Er berät nur nach Termin. Trotzdem stehen immer wieder Kunden unangemeldet vor der Tür. Wir wollten uns noch mal einen Kamin angucken. Der nächste freie Termin für umfangreiche Beratung erst im September. Dieser Kunde will das kaum glauben. Wir haben uns jetzt wegen dem Krieg überlegt, dass wir zum Solar, was wir quasi auf dem Dach haben, Warmwasserbereitung, auch noch einen Kamin zur Sicherheit anschaffen wollen. In letzter Zeit kommen jetzt natürlich viele Anfragen tatsächlich aus Angst dazu. Und da merkt man den Leuten auch wirklich eine gewisse Panik an. Nun drängt die Zeit. Oft muss Julian Stern vor Ort Kunden beraten. Ich bin ein bisschen später dran. Da ist noch jemand in den Laden gekommen. Einen Gasofen haben sie schon bestellt. Nun will Familie Nimmergut zusätzlich noch einen Holzofen. Julian Stern hat den ersten Entwurf dabei. Das jetzt in dem Anthrazit bzw. in dem Graphit Grey. Meine Frau sagte dann halt immer, zur Not schlafen wir halt im Wohnzimmer. Dann legen wir uns die Matratzen hier hin, machen den Bollerofen an. Im August wird Julian Stern hier den ersehnten Holzofen einbauen. Die Arbeit aufwendig. Schließlich geht es nicht nur um Design, sondern vor allem auch um Sicherheit. Ihr Lieben, ich melde mich, ne? Ciao. Nun muss er weiter. Sein Tag ist noch lang.